Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf der Seite hier werdet ihr die Seite sehen, die ich gerade aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich euch nochmal eine Infocard einblenden zu den ersteren Folgen. Dann blätter ich nochmal hin. Wir sind ja mittlerweile sehr weit. Haben schon ordentlichen Fortschritt gemacht. Ich glaube bei Seite 48. Ach ja, bin ich gleich drin reingekommen. Genau, das letzte waren Tiere als Menschenfreunde mit der Taube und mit der Maus, die wir den Goldschatz gefunden haben. Ja, meine Lesehilfe habe ich auch. Der Krötenstuhl. Das Altertum ist wohl versehen mit Erzählungen von schönen Jungfrauen, die durch kühne Ritter erlöst werden, nachdem den Riesen, Drachen und Ungeheuer, die sie geraubt hatten und gefangen hielten, unschädlich gemacht wurden. Frauenraub war freilich in den alten wilden Zeiten die Regel. Auf Notweiler, einer elsässischen Burg in Waskenwald, lebte vor allen Zeiten die schöne Tochter eines Herzogs, die aber so stolz war, dass ihr keiner der vielen Freier genügte. Zur Strafe dafür wurde sie verwünscht und muss so lange auf einen öden Felsen hausen, bis sie erlöst wird. Nur einmal die Woche darf sie sichtbar erscheinen, entweder als Schlange oder als Kröte oder in ihrer natürlichen Gestalt als Jungfrau. Gewöhnlich lässt sie sich als Kröte sehen, weshalb der Felsen auch der Krötenstuhl heißt. Sie wäscht sich dann in einer Quelle und sieht sich sehnsüchtig um, ob niemand sie erlöse. Das ist indes nicht so leicht. Der Ritter muss nämlich 3-mal kommen, wenn sie zum Baden geht, und ihren Anblick aushalten. Gewöhnlich erfasste den Jüngling aber dabei das Entsetzen, denn sie ist schrecklich anzusehen, am grässlichsten als Schlange. Da ist sie, wie das Volk sagt, groß wie ein Wischbaum, als Krölt aber so groß wie ein Backofen, und da spaucht sie Feuer. Sehr kurze Sage. Ja, eine Dame, die alle verschmäht oder der ihr nie genügt. Davon gibt es ja durchaus heute auch genug Frauen. Ich habe schon mal mit einigen, irgendwann wird man ja älter und reifer. Und ich habe mit der einen oder anderen Dame schon mal gesprochen, die auch schon jenseits der 30 sind. Und die tatsächlich sich dann so mit ihren 30 sagen, ja, hätte ich mal den einen nicht zurückgestoßen, hätte ich mal. Und naja, ihr wisst ja, wie das ist, ne? Es kommen immer, Männer stehen ja hauptsächlich auf junge Frauen. Und wenn die Frauen dann 30 werden, nicht, dass sie schlechter werden oder so, das meine ich nicht. Aber Männer tendieren dann doch eher zu den jüngeren 18-Jährigen, frische 18, 20, Mitte 20 und schauen dann eher auf die 30 nicht mehr so hin. Und die eine oder andere sagt sich dann so, hätte ich mal den gelassen, wäre ich mal bei ihm geblieben. Mensch, der war doch gar nicht mal so schlecht. Und so ist es hier so ein bisschen auch. Ich glaube, das ist nur mehr in einer Metapher gesehen. Wahrscheinlich ist diese gute Dame gar nicht verwünscht worden, sondern sie ist einfach nur 30 geworden. Blöd gesagt. Das hat natürlich jetzt nichts mit dem Punkt 30 zu tun. Ne? Das menschliche Alter geht ja fließend über. Bei manchen tritt die Stufe schon erst bei 35 ein, manche sind bis ihre 40 wunderschön oder wirken noch sehr jung und attraktiv. Aber es gibt da schon so eine Grenze, beziehungsweise viele, ich würde behaupten mal, einige Männer, ich jetzt nicht so, aber ich kann es mir vorstellen, dass einige Männer diese 30 im Kopf haben. Das ist da diese Zahl 30. Und da kann diese junge Dame oder die Dame sonst wie aussehen. Es heißt dann, oh, du bist 32? Steht da, was ich meine? Und vielleicht kommt das da ja so, ist das ja vielleicht da so eine kleine Lehre da drin, bloß ein bisschen umschrieben. Sprich, die gute Dame hat immer alle Leute verschmäht und denen war es nicht genug, ist immer zum nächsten, hat ein bisschen geflirtet und dann wieder zum nächsten, ein bisschen kokett aufgetreten. Und irgendwann ist sie 30 geworden und das meinten sie damit der Strafe und sie wurde verwünscht und sie wurde 30. Irgendwie so. Kann natürlich auch Quatsch sein und es gibt tatsächlich den Krötenstuhl.
Und das heißt auch nicht, dass ich jetzt sage, dass alle Frauen ab 30 Kröten sind und Schlangen und wie groß sind wie ein Backofen und Feuerspeien. Aber das wäre jetzt mal meine Annahme, wofür, in welche Richtung das geht. Ach Mensch, aber in der Richtung der menschlichen Paarbindung ist eh nie einfach. Also gehen wir schnell weiter zum nächsten. Die Wiesenjungfrau. Ein Bube von Auerbach an der Bergstraße hütete seines Vaters Kühe auf der schmalen Talwiese, von der man das alte Schloss sehen kann. Da schlug ihn auf einmal eine weiche Hand sanft an die Backe. Als er sich umdrehte, stand eine wunderschöne Jungfrau ganz in Weiß gekleidet vor ihm und wollte eben den Mund auftun, um ihn anzureden. Der Bube erschrak darüber sehr, nahm Feigreis aus und fühlte sich erst wieder daheim wohl. Gern hätte er die Wiesen vermieden, da sein Vater indes nur diese einzige besaß, musste er das Vieh immer wieder dorthin treiben. Lange Zeit verging, ohne dass sich etwas Ungewöhnliches ereignet hätte, so dass der Bube die Erscheinung völlig vergaß. An einem schwülen Sommernachmittag aber raschelte es im Gesträuch, und der Bube erblickte eine kleine Schlange, die eine blaue Blume trug und ihr alsbald anredete. »Höre, guter Junge«, sagte sie, »du könntest mich erlösen, wenn du diese Blume nehmtest und die ich trage. Sie ist der Schlüssel zu meinem Kämmerlein oben in der Burg, da würdest du genug Geld finden für deine Mühe.« Der Bursche hörte diese Worte mit Entsetzen und lief heim, so schnell er es vermochte. An einem Herbsttage zeigte sich ihm die Erscheinung zum 3. Male, diesmal wieder als Jungfrau. Sie bat ihn sehnlich, er möge sie doch erlösen, wozu ihm Mittel und Wege angab. Aber all ihre Bitten waren umsonst, der Bube war nicht zu bewegen. Da seufzte die Jungfrau tief und sagte, »Wehe mir, dass ich mein Vertrauen in dich gesetzt habe. Nun muß ich wieder warten, bis auf der Wiese ein Kirschbaum wächst, aus dessen Holze eine Wiege gemacht werden wird. Nur ein Kind, das zuerst in dieser Wiege liegt, kann mich erlösen.« Darauf verschwand sie und wurde nie wieder gesehen. Der Bube aber hatte kein Glück seinen Lebtag. Diese Sage war auch wieder recht kurz und man kann da auch sehr viel wieder hineininterpretieren. Gerade so der letzte Satz in dieser Sage, der gibt diesen Ganzen wieder nochmal so einen kleinen Twist, so eine kleine Drehung. Ne? Der Bube hat also ich weiß jetzt, hier wird jetzt kein Alter genannt, oder in welchem Zeitraum das passiert, aber der Bube ist doch ein ziemlicher Hase. Ja, der rennt wohl doch ziemlich oft weg und der hätte, ja, kann es vielleicht sein, dass es da als auch wieder so, was die menschliche Paarbindung betrifft, wieder so ein kleiner Ruck ist. Ne? Eine wunderschöne Jungfrau kommt zu dir und spricht mit dir an und bittet dich um Hilfe und bitte, ich flehe dich an. Man kennt das ja. Und jedes Mal rennt er weg, feige weg. Er rennt offensichtlich auch dem Glück weg, beziehungsweise er ist so misstrauisch, er rennt immer wieder weg, anstatt es sich zu wagen, den Schritt zu tun. Und darauf hatte der Bube dann sein Lebtag kein Glück gehabt. Könnte man so rein interpretieren. Würde ich jetzt aber nicht so in bar Münzen, was das betrifft. Kann auch sein, dass es einfach was anderes dahinter steckt, aber ich würde das jetzt hier so ein bisschen sehen in der Sage. Weil die Sagen werden ja auch oft wieder Kindern erzählt und da gibt es ja immer so in den alten deutschen Märchen und halt eben auch Sagen, ist ja immer irgendwie eine Weisheit da drin, die man ja dann weitergibt. Ich muss aber sagen, so, wenn mir eine Schlange mit einer blauen Blume mich angesprochen hätte, da wäre ich auch erstmal misstrauisch. Die Schlange gilt ja als das klügste Tier. Laut Zarathustra. Aber ich wäre da auch sehr misstrauisch gewesen. Aber bei der weiß gekleideten Jungfrau hätte ich sie zumindest mal ausreden lassen. Also da hätte ich mir beim 3. Mal überlegt, jetzt ist es hier aber ernst. Beim 1. Mal hätte ich mich auch erschrocken und gesagt, naja gut, wenn ich so ein junger Bub bin, das kann ich nachvollziehen, aber beim 3. Mal hätte er ruhig sie ausreden lassen können und naja. Auf der anderen Seite, ja, wer weiß, wie die aussah.
Vielleicht war die ja so halb durchsichtig, so geisterhaft, so. Naja, egal. Nächste Sage. Der Grinkenschmied. Achso, hier steht ja noch was dabei, ne? Ach nee, das doch. Wartet mal. Zur Wiesenjungfrau steht noch was dabei. Nee, warte mal. Verdammt, das war zum Gerötenstuhl. Egal, dann lassen wir's. So, hier Grinkenschmied. Ich lese erstmal. Nee, das lese ich danach. Grinkenschmied. Im Detterberge bei Münster in Westfalen wohnt in alten Zeiten ein wilder Mann, der Grinkenschmied. Der lag in einem Loche unter der Erde, das nun ganz mit Gras und Sträuchern bewachsen ist. Doch kann man noch sehen, wo es gewesen ist. In diesem Loche hatte er seine Schmiede und machte dort so künstliche Dinge, dass sie gar nicht zu zerstören waren und ewig dauerten. Seine Schlösser konnte keiner ohne Schlüssel öffnen. Das erfuhren Diebe, die die Kirchtür zur Nienburg aufbrechen wollten. Ihr Vorhaben wurde zu Schanden. Grinkenschmieds Schloss spottete ihrer Bemühung. Bei Hochzeit, Kindtaufe oder Kirmes im Dorfe, dann liehen sich die Bauern einen Spieß von ihm und schenkten ihm dafür einen Braten. Das wurden von beiden Seiten billig und recht gefunden. Nun war ein reicher, geiziger Bauer im Münsterlande, der gern Gefälligkeiten annahm, aber nicht erwidern wollte. Der lieh zu einem Feste auch wieder vom Grinkenschmied seinen Spieß, brachte ihn aber zurück, ohne den üblichen Braten als Mitzins hinzuzufügen. »Kriegst keinen Bruden, hol ihn Spied«, rief der Bauer, indem er ihm den Spieß verächtlich vor die Höhle warf. Darüber wurde Grinkenschmied ernstlich böse und antwortete: »Wahr, dut, dat kienen Broden nimme!« Der Bauer lachte über den alten Maulwurf, als er aber heimkam, lachte er nicht mehr. Da lag sein bestes Pferd, tot im Stalle, und ein Bein war ihm ausgerissen. Das war Grinkenschmieds Braten. Ja. So, jetzt lese ich nochmal kurz das Kleingedruckte. Moment. Die Sage erinnert an einen heidnischen Gott Vulcanus, den Sohn Jupiters, der mit seinem zyklopischen Gehilfen Waffen und Donnerpfeile für die Götter schmiedete. Ja, also nur kurz als Hintergrund, heidnische Sage, Jupiter und sind ja, also wie auch unsere Planeten, ja, die benannt sind, wie Mars, Jupiter, Uranus, das sind die Götter gewesen von den Römern, bevor sie ins Christentum gekommen sind. Ne, das war ja, die Römer hatten ja eine eigene Religion, bevor das Christentum dann alles übernommen hat und durch uns übernommen hat. Ne? Also bei denen war das exakt genauso. Ja. Die hatten dann eben auch Jupiter und Jupiter, ich glaube, Jupiter ist so das Gegenbeispiel von Zeus, kann das sein? Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber da gibt es sehr viele Parallelen zur griechischen, weil es naht sich ja auch ziemlich an. Ja? Italien und Griechenland sind ja jetzt nicht so extrem weit voneinander entfernt. Aber warte mal, da war ja noch irgendwas, ne? Genau, hier steht unten nochmal die Übersetzung von dem, was ich hier gerade oben in diesem Dialekt gelesen hatte. Also das erste heißt, du kriegst keinen Braten, hol deinen Spieß, hat der Bauer gesagt, der reiche Bauer, und der Grinkenschmied hat dann geantwortet: Hüte dich, dass ich keinen Braten nehme. Okay. Naja, ja, solche Leute, die Gefälligkeiten annehmen, aber dann nicht erwidern wollen, das geht ja noch schlimmer, ne? Ich hatte mal in meiner Jugend, heute ist das natürlich nicht mehr so extrem verbreitet, aber früher Videospiele ausleihen oder verleihen und dann kriegst du sie wieder mit Kratzer in der CD. Super Leute, ne? Super Leute. Und das Schöne dann noch ist wenn du dir dein Spiel noch hinterherrennen musst. Das ist das Tollste überhaupt an solchen Menschen. Ja? Du leihst jemanden was und dann rennst du denjenigen noch hinterher, dass er dir endlich dein Spiel wiedergibt. Und dann sind Kratzer drauf und dann darfst du dir noch anhören, die waren vorher schon drauf. Super Menschen. Super Menschen, oder? Mit solchen Leuten sollte man sich möglichst nah bei sich halten. Ja, ich sag mal so,
Eine gute Freundschaft sollte sowas aushalten. Wenn das aber nur ein Kumpel ist, würde ich sagen, diesen Kumpel sollte man nichts mehr geben. Naja, gut. Das war das Schöne an den damaligen Konsolen mit der Kassette. Ja, also, ihr kennt ja die ganzen Kassetten, ne? Die Spiele, die man oben so reingemacht hat. Ihr wisst, was ich meine. Da konnte man nichts zerkratzen. Also ja, vorne den Sticker vielleicht, aber mehr, das ging nicht. Das ging einfach nicht. Aber gut. Machen wir weiter. Die Heidenjungfrau zu Glatz. Vor Zeiten beherrschte eine Jungfrau das Land, die niemand im Bogenschießen übertreffen konnte. Die wettete mit ihrem Bruder, wer am weitesten den Pfeil versenden könnte. Der ihriger blieb in der Eisendorfers alten Linde stecken, derjenige des Bruders erreichte nur die Hälfte des Weges. Ihr Bildnis ist an dem alten Heidentome ausgehauen und wird noch heute gezeigt. Außerdem hing ihr Gemälde im Schlosssaal, in der Schlosskirche aber an einem Nagel ihr schönes gelbes Haar. In den Gestalt und Kleidung, in der sie aber abgebildet ist, erscheint sie öfters im Schloss, beleidigt aber niemand, höchstens, dass sie den Ohrfeigen austeilt, die sie mit ihren Haaren zu schaffen machen. In jener Linde blieb der Pfeil lange stecken. Da saß auch eine weiße Frau, die viele künftige Dinge vorhersagte. Die Türken, sagte sie, würden einstmals den bis Glatz vordringen, aber wenn sie diese steinerne Brücke am Ringe erreicht haben, sollen sie eine schwere Niederlage durch die Iristen erleiden, die vom Schlosse aus über sie kommen werden. Solches wird aber nicht früher geschehen, als bis ein Zug Kraniche durch die Brotbänke geflogen ist. Wieder was sehr Kurzes. Hier jetzt mal, werden jetzt mal die Türken angesprochen. Was die Iristen betrifft, ich habe das mal in der Suchmaschine eingegeben im Internet und ich finde dazu nichts. Ich hatte Iristen, ich glaube, Iristen ist ein Synonym für Christen, kann das sein? Oder ist das ein... Jetzt muss ich ja doch mal meinen Zettel hier nehmen. Das heißt Christen. Das heißt gar nicht Iristen. Gut, Niederlage durch die Christen erleiden. Gut, alles klar. Meine Güte. Aber Google hat mir tatsächlich ein paar Treffer zu den Iristen gegeben. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Also... Warte mal. Ist das wirklich... Ja, okay. Also zu meiner Verteidigung, das C und das große C und das große E sehen sich sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Ich kann euch mal gleich hier irgendwo einblenden, wie das C und wie das E aussieht in Großschrift, also in Großbuchstaben. Und da ist nur so ein winziger kleiner Schniepel ist da so dran. So ein kleiner Schnipsel ist beim E dran, der beim C fehlt. Mein Fehler. Die Christen und die Iristen, wer kennt sie nicht? Ja, die gute Heidenjungfrau, wie die wohl hieß. Naja. So, machen wir weiter. Rechenbergs Knecht. Herr Hans von Rechenberg lebte um das Jahr 1500. Der hatte einen Knecht, der ihm treu und redlich diente in der bösen Zeit, da König Matthias von Ungarn gegen die Türken streiten musste. Einmal hatte Rechenberg eine wichtige Botschaft für den König zu besorgen, die große Eile hatte. Da dachte er, du findest keinen teuren Boten, dem du diesen Brief anvertrauen könntest, als deinen guten Knecht. Er gab ihm also den Auftrag und empfahl ihn, das Pferd ja nicht zu schonen. Am anderen Tage ging er von ungefähr in den Stall, da fand er den Knecht schlafend auf den Streu liegend. Jetzt habe ich mich auf den Streu liegend. Darüber wurde er böse und sagte, wie, du bist noch nicht weggeritten? Ich sagte dir doch, dass der Weg sehr weit und der Auftrag sehr eilig ist. Ich bin wieder zurück, antwortete der Knecht.
Darauf griff er in seine Brusttasche und zog die Antwort auf das Schreiben hervor. Darüber erstaunte Rechenberg sehr, denn nach seiner Schätzung hätte der Knecht wohl 3 Tage zur Reise nötig gehabt. Dennoch freute er sich nicht über die Sache und sagte: Es fällt mir ein, dass ich einen wichtigen Zusatz, er nannte ihn, beim Schreiben vergessen hatte. Und ich weiß nun nicht, ob des Königs Meinung getroffen ist. Es ist schade darum, du musst den Weg noch einmal machen müssen. Da antwortete der getreue Knecht: Ich dachte mir wohl, dass dieser Zusatz in euren Schreiben fehlte und habe ihn selbst hinzugefügt. Lest die Antwort, so werdet ihr finden, dass das Königs Wille geschehen ist. Rechenberg las nun und fand zu seinem Erstaunen, dass die Botschaft nicht vortrefflicher hätte ausgerichtet werden können. Einmal fiel Rechenberg in einen Hinterhalt, so dass er nicht wusste, wie er den Feinde entgegen solle. Schon ergab er sich in sein Geschick und dachte, wie ein Held zu sterben. Der treue Knecht aber sprach zu ihm: Herr, erschreckt nicht, gebt eilends die Flucht. Ich aber will von dem Feind Kundschaft nehmen. Bald darauf holte er den Herrn wieder ein. Was klingelt und klappert in deinen Taschen? Fragte der Rechenberg. Ich habe all ihren Pferden die Hufeisen abgerissen, erwiderte er. Hier bringe ich sie. Nun können sie uns nicht verfolgen. Damit schüttete er die Hufeisen aus. Herr Hans war dadurch gerettet. Auch wieder was sehr Kurzes. Die sind alle jetzt recht kurz, aber ist auch mal ganz schön. Was ein geiler Knecht, oder? Was ein Hammerknecht. Ich meine, da müsste man echt schon sagen, der Knecht ist besser als der Rechenberg selbst. Aber es gibt solche, ne? Das habe ich in meiner Lebzeit schon erfahren, es gibt Menschen, die sind unfassbar talentiert, aber die mögen es nicht so richtig im Vordergrund zu stehen. Also die wollen nicht den ersten Platz haben, sondern die begnügen sich mit dem zweiten Platz, mit der rechten Hand, der rechten Hand. Die begnügen sich damit. Obwohl ihr Talent so gut ist, so groß ist, dass sie selbst quasi besser sind als Platz 1. Wenn man so einen hat, das ist pures Gold. Ja, also das ist Wahnsinn. Wobei, hat er vielleicht geflunkert? Ich meine, ich finde das schon sehr krass, dass er wusste, welchen Zusatz in den Brief hinein sollte. Und dann hat er es sogar noch in sehr kurzer Zeit geschafft. Es kann also auch sein, dass er den verarscht hat. Steht da, was ich meine? Den Rechenberg? Vielleicht war er niemals losgezogen. Ich meine, beweisen kann man das ja recht schwer. Es gab ja da kannst ja da nicht schnell mal einen Brief schicken oder so eine Nachricht schicken übers Telefon. Vielleicht hat er ihn einfach angeflunkert und hat eine Nacht einfach im Dings gepennt, kam zurück und hat einfach eine Antwort so geschrieben. Woher soll das Rechenberg dann nachprüfen können? Und bei dem Feinde könnte natürlich auch sein, dass das gar kein Feind war. Vielleicht hat er das nur gedacht und dann ging er hin, vielleicht waren das einfach nur ein paar Wanderschmiede oder sowas oder sowas und hat dann einfach von denen ein paar Hufeisen abgekauft und kam dann zu ihm zurück und hat erzählt, ja, was ich getan habe. Ich habe den Hufeisen abgerissen. Guck mal, wie geil ich bin. So. Kann ich mir vorstellen. Ne? Die Sage geht leider nicht weiter. Das ist ja gerade schade halt. Ne? Würde mich schon interessieren, ob das nicht vielleicht ist das ja so, vielleicht ist der Knecht einfach ein kleiner Betrüger. Ja? Und deswegen schafft er diese unfassbaren Aufgaben in so kurzer Zeit und in so vortrefflicher Manier. Aber gut, der gute Herr Hans von Rechenberg, 15. Jahrhundert. Gut, weiter. Der wilde Jäger. Hans von Hackelberg war ein braunschweigerischer Oberjägermeister und ein gewaltiger Weidmann. Die Jagd war seine einzige und größte Freude, so dass er Tag und Nacht diesem Vergnügen frönte. Ja, er fragte nicht nach Gott und Menschen in diesem leidenschaftlichen Bestreben. Einmal träumte ihm, dass er mit einem furchtbaren Eber kämpfte, der nach langem schweren Streit endlich doch besiegte. Bald danach stieß er im Harz wirklich auf ein solches Tier, das dem ähnlich war, das er im Traume gesehen hatte. Den griff er an, und nach langen Ringen streckte er ihn nieder.
Froh seines Sieges setzte er den verendenden Tier den Fuß auf den Nacken und stieß in das Horn, um das Halali zu blasen. Da nahm der sterbende Eber seine letzte Kraft zusammen und verwundete den Jäger schwer mit den mörderischen Hauern. Als nun Hackelberg den Tod herannahen fühlte, da verwünschte er sein Schicksal und fluchte Gott, dass er ihn aus dem heißgeliebten Walde gerissen und um sein höchstes Lebensglück betrogen habe. Zur Strafe solchen Frevels ist er nun verdammt, bis an den jüngsten Tag zu jagen. Durch Sturm und Regen, halb hoch in den Lüften, bald durch die waldreichen Täler des Solings, Harzes und Thüringer Waldes braust er mit seinem wütenden Gefolge, und deutlich hört der bange Wanderer das Peitschenknallen, das Keuchen, Lärmen und Bellen der Rüden. Die wilde Jagd ist nicht glückbringend. Wer es vermag, gehe aus dem Wege oder kehre um. Zuweilen vernimmt der Wanderer den Ruf: »Hol den Mittelberg! Hol den Mittelweg!« Und diesen Ruf soll er nicht verachten. Sehr töricht handelte einst ein Schneider, weil er des wilden Jägers spottete und in das wüste Gebraust hineinrief: »Huhu, huhu, kliff, klaff, kliff, klaff!« Da kam ein Pferdefuß ins Fenster hineingefahren, der den Schneider vom Tische herabwarf, dass er wie tot auf den Fußboden lag. Als er wieder zur Besinnung kam, hörte er eine fürchterliche Stimme: »Wollen Tod mit mir jagen, soll er auch mit mir knagen.« Der Schneider hatte sich seitdem nicht wieder unterfangen, den Hackelberg zu necken. Der wilde Jagd fliegt eine Ureule voran, die das Volk die Tutosel nennt. Ursel, in Klammern Ursula, war eine Nonne in einem thüringischen Kloster, aber keine von den Frommen. Durch ihre heulenden Gesang störte sie Andacht und Klosterfrieden, vertrieb sogar dadurch die Schwestern aus dem geweihten Orte. Nach ihrem Tode suchte sie den Hackelberg auf, und nun fahren beide mit Geheul durch die Lüfte. Ja, wie ist die Sage wohl entstanden? Das freue ich mich. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal Ich hatte mal vor Urzeiten, da war ich, wie alt war ich da? 17, 18, keine Ahnung, vielleicht war ich auch 16, 15, ich weiß es nicht mehr. Und da bin ich von dem Fahrrad von meiner Stadt bis zur nächsten Stadt mit dem Fahrrad gefahren. Nicht über die Autobahn, aber über so eine Strecke, wo eigentlich mit dem Auto lang fährst. Da gab es keinen Fahrradweg. Aber ich hatte ja kein Auto und dann bin ich halt eben mit dem Fahrrad gefahren. Genau, da hatte ich noch gar keinen Führerschein. Also das war vor 18 auf jeden Fall. Und dann war ich bei ihr und wurde übrigens nichts aus ihr, also sei es drum. Und bin dann wieder, als ich da so stand bei ihr und von wo ich herkomme, da ist sehr viel Flachland. Ja, man kann sehr weit sehen. Und ich habe schon vom Weiten gesehen, eine riesen Sturmwand. So könnt ihr euch richtig vorstellen, das wird einer von euch wird das ja mal gesehen haben, wenn ihr seht schon vom Weiten so einen richtig dunklen Gewitterwolken, wo du schon vom Weiten siehst, dass da so kleine Lichter blitzen, so leicht Lichter so aufglimmen. Und ich wusste genau, in die Richtung muss ich. Das war schon der Moment, wo ich schon so, ich wusste jetzt, oh mein Gott, du bist jetzt so mindestens eine Dreiviertelstunde mit dem Fahrrad unterwegs, bis du zu Hause bist. Und naja, ich habe mich dann verabschiedet, habe keinen Kuss bekommen, gut, sei es drum, und bin losgefahren. Und leck mich am Arsch. Alter, was war das für ein Sturm? Und ich musste durch den Wald durch, ja, das war links und rechts war Wald. Ja, ich bin halt man kennt das ja, kennt ja viele Wege, die gehen mitten durch den Wald durch. Ne? Man hat die Straße mitten durch den Wald gebaut. Links und rechts einfach alle stehen lassen und einfach nur die Straße durch. Und es hat erstmal hat es um mich herum einfach nur mit Wind. Es hat so getobt. Ich hatte so einen Bammel, dass mir vielleicht ein Ast auf den Kopf knallt oder sowas, weil die Bäume waren nicht weit weg von mir. Und wenn du halt so durch so einen Nadelwald fährst, sowas, ich glaube, es war ein Nadelwald, ja, mal Nadelmischwald, in zum beiden, aber ich glaube, es ist eher ein Nadelwald. Das knarrt, das raschelt überall und der Wind in den Gipfeln hin und her, hin und her. Noch hat es nicht geregnet, aber das war eine Stimmung. Also, wenn
ich mir das jetzt hier in der wilden Jagd so vorstelle, da kriegst du schon da wird dir schon Angst und Bange so ein bisschen. Das ist so ein mulmiges Gefühl. Und mit dem Fahrrad dann noch gegen den Wind fahren, ist ja noch schwieriger halt. Ne? Also war ja ein junger Mensch halt, ne? Und ne, Beine, Fahrradfahren war ich gewohnt, also richtig in die, in die Pedalen treten, ja, als junger Mensch macht man sowas ohne problematisch. Ne? Wenn man älter wird, wird das was anderes, aber da kannst ja fahren, wie du willst, ohne Probleme. Und meine Herren, ey, und irgendwann hat es dann wirklich an zu schiffen. Aber wie? Also ich bin klatschnass nach Hause angekommen und es hat gewittert und geblitzt über mir. Autofahrer sind mir entgegengekommen, die habe ich gerade so gesehen. Ich habe mein kleines Lichtlein da vorne angemacht. Ich habe gehofft, dass die Leute mich sehen, die mir entgegenkommen. Ne? Weil das war so ein, der Dynamo, der hinten war, der hatte nicht mal so viel Grip. Der hat sich nicht mehr so festgesagt. Das war vor die Zeit, bevor man halt solche mit LEDs vorne angeklippt hatte, sondern es waren halt eben noch eine stinknormale Lampe, die halt eben nicht geblinkt hat. So. Heute blinken die ja so. Damals sind die einfach, je nachdem, wie schneller du gefahren, also je langsamer du warst, desto dunkler wurden die Dinge halt. Ne? Und ich hatte immer so Bammel gehabt, hoffentlich werde ich nicht vom Blitz getroffen oder hoffentlich, hoffentlich überfährt mich keiner. Hoi, ey, das war schon, ich muss sagen, es war ein unfassbares Abenteuer, ja, das muss man mal sagen. Sowas ist immer, also deswegen liebe ich ja Sturm, ja, das ist so ein, wenn du draußen im Sturm bist, das ist ultra gefährlich, aber das ist ja der Reiz daran, ne? Und man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen, so extrem gefährlich ist es nun auch nicht, so extrem gefährlich, ja, also dass du dich ein Blitz trifft, ist jetzt im Wald, du bist der niedrigste Punkt, das ist schon selten, ja, ich glaube, da kriegst du eher einen Lottogewinn, aber die Möglichkeit besteht und das bringt dir aber dieses Adrenalin und nur du allein und die Natur und du fährst dann. Du hörst es über dir donnern, beben, überall raschelt das Wasser. Du siehst gar nichts mehr. Ich hatte damals auch Brille auf, du siehst gar nichts mehr. Brille abgesetzt, du siehst alles nur noch halb verschwommen. Es ist fantastisch. Geiles Gefühl eigentlich, ein wirklich geiles Gefühl. Du allein mit der Natur. Es gab niemanden, der mir helfen konnte. Es war einzig und allein ich auf mich angesetzt. Es war vielleicht im Nachhinein gar nicht mal so heftig, wie ich es jetzt erzähle. Und es war mehr so eine Gefühlswelt dabei. Und in der Zeit quasi denkst du ja nicht nach, du handelst ja einfach nur. Ne? Du bist einfach so unter Stress und du machst. Ein Tick Wein denkst du dir, lachst du über dich selbst, Mann, in was bist du denn jetzt wieder für Mist reingefahren? Was tust du dir jetzt da wieder an? Ne? Ich hätte ja auch einfach warten können irgendwo und den abwarten können. Aber ich dachte mir, nee, du willst nach Hause und ach, egal, du bist kräftig, du schaffst das schon. Und da kann ich mir, um jetzt mal den Bogen wieder hier zu kriegen, die wilde Jagd, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das genau da kommt. Lassen noch mal wirklich Wölfe oder Hunde oder sonstige Tiere in den Wäldern sein. Früher war das ja noch mehr. Und lass mal wirklich, es stürmt und du hörst dann so im Weiten dann noch so einen Hunde heulen. Oder ein Wolf oder ein Fuchs, die machen ja auch sehr eigenartige Geräusche. Da geht dir der Stift. Gut. Machen wir zu etwas anderem weiter. Tut mir leid, dass ich wieder so abgeschweift bin. Mittlerweile müsstet ihr das ja kennen von mir. Nächste Sage, Jungfrau Ilse. Der Ilsenstein ist einer der größten Felsen des Harzgebirges, liegt auf der Nordseite in der Grafschaft Wernigerode, unweit Ilsenburg am Fuße des Brockens und wird von der Ilse bespült. Ihm gegenüber befindet sich ein ähnlicher Fels, dessen Schichten zu diesem passen und bei einer Erderschütterung davon getrennt zu sein scheinen. Bei den Sintflut flohen Braut und Bräutigam den Brocken zu, um den Höhen steigenden Überschwemmung zu entrinnen. Ehe sie denselben erreichten und gerade auf einen Felsen zusammenstanden, spaltete sich dieser und wollte sie trennen. Sie hielten sich aber fest und umschlungen und fielen darum beide in die schäumenden Fluten. Die Jungfrau hieß Ilse. Noch alle Morgens schließt sie den Ilsenstein auf, um sich im Flusse zu baden. Nur wenige ist es vergönnt, sie zu sehen, aber wer sie kennt, preist sie. Wer so glücklich ist, sie zu sehen, den führt sie freundlich in das Schloss, bewirtet ihn köstlich und entlässt ihn reich beschenkt. Sie will gern erlöst sein, aber dieses Glück kann ihr nur zuteil werden, wenn es jemand unternimmt, der ihr an Schönheit und Tugend gleichkommt. Du bist ein Schluck auf.
Ja, der Ilse, die Jungfrau Ilse. Der Ilsenstein. Ja, verstehe. Also da ist ein Ilsenstein, die Ilsenburg und die Ilsefluss. Also ein Stein, ein Fluss und eine Burg. Und eine Jungfrau, die Ilse heißt. Verstehe. Ja, habe ich nie gesehen. Ich war auch noch nie im Harz. Insofern irgendwann vielleicht mal. Schaue ich mir das mal an. Vielleicht der eine oder andere von euch vielleicht. Aber vielleicht meinten sie mit Bräutigam und Braut vielleicht auch wieder nur als Synonym für die beiden Steine? Vielleicht? Ich weiß es nicht. Also die beiden Steine, die quasi sogar die durch eine Erderschütterung auseinandergebrochen wurden. Weil das kommt so... Na egal. Passt schon. Nächste. Rothensteiners Auszug. Südöstlich von Darmstadt liegt auf einem Berge die Trümmer des alten Schlosses Schnellatz. Gegenüber sind die Ruinen des Rodensteiners Raubschlosses. Der letzte Rodensteiner hatte sich besonders durch seine Macht, die Menge seiner Knechte und seinen Reichtum berühmt gemacht. Darum lebt er auch heute noch in den Sagen fort. Wenn ein Krieg bevorsteht, so zieht er von Schnellatz, wo er sich gewöhnlich aufhält, in tiefer, unheimlicher Nacht aus, begleitet von seinen Leuten und schmetternden Trompeten. Er zieht durch Hecken und Gesträucher, durch Heinsbach bis nach Rodenstein, und so eilig hat er's, als ob er auf der Flucht sei und das Seinige in Sicherheit bringen müsse. Da knarren die schwer bepackten Wagen, da rufen die Fuhrleute »Hoho!« und treiben die Pferde an, da bellen die wachsamen Hunde. Genau versteht man einzelne Worte, das Kommando des Rottenführer. Zeigen sich Friedensaussichten, dann macht der Rodensteiner denselben Weg, aber in umgekehrter Reihenfolge, so dass er in Schnellatz verschwindet. Der Zug geht dann in aller Stille und hat es nicht so eilig. Glaubwürdige Leute haben den Rodensteiner 1815 ausziehen sehen, kurz vorher er Napoleon Elba verließ. Manche nennen ihn auch den Lindenschmied, von dem die rheinischen Kinder singen. Es ist nicht lang, dass es geschah, dass man den Lindenschmied reiten sah auf seinen hohen Rosse. Er sprengt voraus in scharfen Trab den Rheinstrom auf, den Rheinstrom ab bis nach dem alten Schlosse. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesungen. Ja, der Rodensteiner Raubschlosses. Was ist wohl ein Raubschloss? Naja, gut. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mal eine kürzere Folge mit wieder einem langen Zusatz. Aber ja, kann auch mal sein. Muss ja nicht jede Folge sein wie die letzte, 45 Minuten. Da dachte ich mir auch am Ende, da hast du aber wieder viel gequatscht. Aber das waren noch lange Sagen, insofern. Gut. Ich lese noch mal ein bisschen vor, was die nächste Sage wäre. Das wäre nämlich der Jettenbühl. Der Hügel bei Heidelberg, auf das von den Franzosen zerstörte Schloss liegt, hieß vordem den Jettenbühl, nach einer weißen Klausnerin, die in einer Kapelle dort wohnte. Diese Kapelle hatte sich lange nach ihrem Tode erhalten, und sie fanden sich noch Trümmern davon, als der Pfalzgraf Friedrich Kurfürst geworden war und den neuen Hof 1544 das Schloss zu bauen begann. Na gut. So, ich glaube, ansonsten habe ich nichts mehr ausgelassen. Gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Mal bei. Genau. Macht's gut.